Klingt übertrieben, ist es aber nicht. In Deutschland wurden in nur 12 Monaten so viele Solarmodule installiert, dass ihre jährliche Stromproduktion mit der eines ganzen Atomkraftwerks vergleichbar ist. Warum ist das wichtig für dich als Hausbesitzer? Weil diese Zahl zeigt, dass Photovoltaik heute keine Nischenlösung mehr ist, sondern eine ganz normale Entscheidung für das eigene Dach. Ich habe 3 Jahre lang auf Dächern gearbeitet, mit Photovoltaikanlagen, Haus für Haus. Ich weiß, wie sie funktionieren, wie viel Energie sie bringen und wie sich das anfühlt, wenn aus Sonne Strom wird. Aktuell mache ich eine Ausbildung als Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Ich komme also nicht aus dem Vertrieb, sondern lerne die Systeme von der technischen Seite. Ich dachte, ich kenne die Systeme, aber als ich die Zahlen gesehen habe, wurde mir klar, das hier ist viel größer, als ich je gedacht hätte. Die Antwort auf die Frage, wie weit die Solarenergie heute ist, hat mich wirklich überrascht. Heute möchte ich zeigen, wie stark sich die Solarenergie entwickelt, nicht nur hier in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Ich zeige Zahlen, Beispiele und Vergleiche, damit du ein Gefühl für diese Größenordnung bekommst. So wie ich damals, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Ich lebe seit 3 Jahren in Deutschland. Für bessere Verständlichkeit habe ich deutsche Untertitel hinzugefügt. Ich hoffe, sie helfen dir, mir gut zu folgen. Viel wichtiger ist die Energie dahinter. Die Energiewende ist längst keine Zukunftsvision mehr. Sie passiert jetzt, überall um uns herum. Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wann auch du ein Teil davon wirst. Mich hat interessiert, wo Deutschland heute wirklich steht. Also habe ich mir aktuelle Zahlen angesehen. Stand Herbst 2025. Aus offiziellen Quellen wie Fraunhofer, Institut für Solarenergiesysteme und der Bundesnetzagentur. Das Ergebnis ist beeindruckend. Hier sieht man einen klaren Anstieg. Vor 10 Jahren, 2015, lag Deutschland noch bei rund 39 Gigawatt. Heute sprechen wir von über 115 Gigawatt Photovoltaik. Das ist eine Verdreifachung in nur 10 Jahren. Allein im Jahr 2025 kamen rund 15 Gigawatt neu dazu. Und jetzt kommt der Teil, der das Ganze greifbar macht. In Deutschland werden aktuell jeden Tag rund 1900 neue Photovoltaikanlagen installiert. Davon etwa 500 allein hier in Bayern, jeden einzelnen Tag. Für das nächste Beispiel nehme ich 15 Gigawatt als vorsichtige Annahme und zeige dir, wie viel Strom das in einem Jahr wirklich bedeutet. Um das besser zu verstehen, nehmen wir unsere Zahl 15 Gigawatt. Wie viel Strom erzeugt das in Deutschland in einem Jahr? Dafür schauen wir uns ein Beispiel an. Das ehemalige Atomkraftwerk Isar 2 in Bayern. Laut IAEA lag seine durchschnittliche Jahresproduktion bei etwa 12 Terawattstunden. Diese Zahl merken wir uns. Jetzt wollen wir wissen, wie viel Energie liefern 15 Gigawatt Solarleistung im Jahr. Dafür gibt es eine einfache Formel. Mit ihr kann man berechnen, wie viel Energie eine Solaranlage im Jahr erzeugt, unter Berücksichtigung aller Verluste. Jahresenergie ist gleich installierte Leistung mal 1000 mal Effizienzfaktor. In Deutschland liegt dieser Faktor bei etwa 0,8 bis 0,82. Das bedeutet, wir ziehen alle Verluste ab von Wechselrichtern, Kabeln, Temperatur, Verschmutzung und der langsamen Alterung der Module. Setzen wir die Zahlen ein. 15 Gigawatt mal 1000 mal 0,82 ergibt rund 12,3 Terawattstunden. Mit anderen Worten, 15 Gigawatt Photovoltaik erzeugen im Jahr ungefähr so viel Strom wie ein Atomkraftwerk von Typ Isar 2. Deutschland baut jedes Jahr ein AKW, nur eben aus Sonnenenergie. Das ist beeindruckend und das ist nur Deutschland.
Aber was passiert, wenn wir den Blick auf die ganze Welt richten? Deutschland ist beim Ausbau schon weit. Ein Blick auf die Welt zeigt aber ein anderes Bild. Laut IRENA und IEA-PVPS steht Deutschland mit rund 100 Gigawatt installierter Leistung nach China und den USA auf Platz 3 weltweit. Schauen wir uns zuerst an, wie sich die Photovoltaik weltweit entwickelt hat, von 2015 bis heute. Schon hier sieht man, China zieht sehr früh davon. Die USA und Europa folgen, aber mit deutlich geringerem Tempo. Die Daten für 2025 sind derzeit noch nicht vollständig konsolidiert. Deshalb schauen wir uns hier die letzten vollständig bestätigten Zahlen an, aus dem Jahr 2024. Im Jahr 2024 zeigt sich ein sehr klares Bild. China dominiert mit rund 660 Gigawatt Photovoltaikleistung. Die USA folgen mit etwa 177 Gigawatt. Deutschland liegt bei rund 100 Gigawatt und gehört damit weiterhin zu den führenden Ländern weltweit. Spanien und Italien holen ebenfalls deutlich auf. Diese Entwicklung ist kein Zufall. Sie ist das Ergebnis massiver Investitionen, technologischer Reife und politischer Unterstützung. Und das Tempo steigt weiter. Doch absolute Zahlen erzählen nur die halbe Geschichte. Spannend wird es, wenn man sich anschaut, welchen Anteil die Sonne am gesamten Strommix hat. In Deutschland liegt der PV-Anteil bei rund 14%. In Spanien sind es bereits etwa 24%. In den Niederlanden sogar über 25%. Zum Vergleich, China liegt bei rund 13 bis 14%. Die USA bei knapp 8%. Doch beide Länder wachsen rasant weiter. Diese Zahlen zeigen deutlich, Sonnenstrom ist nicht mehr alternativ. Er ist längst Teil des normalen Energiesystems. Und die Kurve zeigt weiter nach oben. Schauen wir uns die Top 15 Länder an, in denen Photovoltaik schon den größten Anteil am Strommix hat. Hier wird es interessant. Nicht nur große Industrienationen führen die Liste an, sondern auch kleinere, oft sonnige Länder, die sehr früh auf Solarenergie gesetzt haben. An der Spitze stehen Palästina, Libanon, Namibia und Kiribati mit Anteilen zwischen 25 und 33%. Dann folgen Ungarn mit 24%, Luxemburg, Chile, Griechenland und Spanien mit rund 20%. Auch Australien, die Niederlande und Litauen liegen über 17%. Was zeigt diese Grafik? Erstens, PV funktioniert überall, in Europa, Afrika, Asien und Lateinamerika. Zweitens, Länder mit hoher Sonnenquote sind nicht nur technologisch möglich, sie sichern sich auch energetische Unabhängigkeit. Und drittens, die Zukunft der Energie ist nicht zentral, sondern verteilt auf Millionen kleiner Anlagen. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt, zum Geld. 2024 wurden weltweit rund 500 Milliarden US-Dollar in Photovoltaik investieren. Mehr als in Wind, Atom, Gas und Kohle zusammen. Das macht PV zur am schnellsten wachsenden und am stärksten finanzierten Energietechnologie der Welt. Warum investieren alle genau hier? Erstens, schnell fallende Kosten. In den letzten 10 Jahren sind die Modulpreise massiv gesunken. Solarstrom ist heute oft günstiger als neue Gas-, Kohle- oder Atomkraftwerke. Zweitens, Energieunabhängigkeit. Eigene PV-Anlagen machen Länder und Haushalte unabhängiger vom Import fossiler Brennstoffe und stabilisieren Energiepreise in Krisenzeiten. Drittens, Klimaziele und Gesetzgebung. Das Pariser Abkommen, EU-Richtlinien und CO2-Gesetze treiben den Ausbau der Erneuerbaren weiter voran. PV ist dafür die einfachste und schnellste Lösung. Viertens, Skalierbarkeit und Flexibilität. Ob auf dem Dach, auf dem Feld oder auf dem Balkon, Photovoltaikanlagen funktionieren in jedem Maßstab, von Privathaushalt bis zur Industrie.
Und das alles passiert nicht irgendwann, sondern jetzt. Wenn die größten Konzerne und Regierungen der Welt hunderte Milliarden in Solarenergie stecken, ist das kein Zufall. In der Welt der großen Investitionen gibt es selten naives Geld. Meist ist es das, was man Smart Money nennt. Geld, das dorthin fließt, wo es Perspektive und Wachstum gibt. Und wenn diese Smart Money auf Solarenergie setzt, dann heißt das, diese Richtung verdient Aufmerksamkeit. Alle Fakten und Zahlen, die ich heute gezeigt habe, sollen dir nur eines zeigen. Solarenergie ist kein Experiment mehr, sie ist Realität. Die Energiewende passiert nicht irgendwo, sie passiert jetzt. In den nächsten Videos gehe ich von diesen großen Zahlen ganz konkret auf einzelne Häuser ein. Photovoltaik auf dem eigenen Dach, Speicher, ja oder nein, Elektroauto, Wärmepumpe und reelle Erträge. Alles sauber gerechnet, ohne Verkauf, ohne Versprechen. Ich zeige Zahlen, keine Versprechen. Und vielleicht bist du längst ein Teil davon.